Bitcoin hat seit seinem letzten Allzeithoch eine deutliche Korrektur von rund 40-45% hingelegt. Und die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist: War's das mit dem Bullenmarkt? In den sozialen Medien und diversen Gruppen herrscht große Unsicherheit. Die einen rufen den Bärenmarkt aus, die anderen wittern eine einmalige Kaufgelegenheit. In diesem Video schauen wir uns die fundamentalen Daten an, die viele Anleger gerade übersehen. Diese Daten könnten nämlich ein starkes Argument dafür sein, warum die jetzige Korrektur ein strategisch wichtiger Zeitpunkt sein könnte, bevor die nächste große Marktbewegung beginnt. Lasst uns also die gemeinsamen Fakten analysieren, die für die zukünftige Entwicklung entscheidend sein könnten. Zu Beginn jedoch ein wichtiger Disclaimer: Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Seien wir doch mal ehrlich. Das Gefühl ist im Moment nicht gut. Nach einem starken Anstieg sehen wir jetzt wieder tiefrote Zahlen. Man fühlt sich, als würde man auf einem Pulverfass sitzen. Kauft man jetzt aus Angst vor weiteren Verlusten, nur um in ein paar Monaten frustriert zuzusehen, wie der Kurs ohne einen an Bord wieder steigt? Das ist die klassische Fear of Missing Out, kurz FOMO, in ihrer schmerzhaftesten Form. Oder kauft man jetzt doch nach, weil man gierig wird und den perfekten Dip erwischen will, nur um dann mit anzusehen, wie der Kurs noch weiter fällt? Das ist FUD. Fear, Uncertainty und Doubt. Die Angst, die uns alle lähmen und zu schlechten Entscheidungen verleiten kann. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Panik und Gier werden die meisten Fehler gemacht und Geld verloren. Was aber, wenn wir die Emotionen für einen Moment ausblenden und einen Schritt zurücktreten? Wenn wir uns nicht von der kurzfristigen Panik leiten lassen, sondern die fundamentalen Daten beobachten. Dann ergibt sich ein Bild, das einige Analysten als strukturellen Wandel interpretieren. Ein Wandel, der weniger vom klassischen Vierjahreszyklus und mehr von neuen Marktteilnehmern geprägt ist. Die These vieler Analysten ist, dass die alten Regeln nicht mehr allein gelten. Der traditionelle Vierjahreszyklus, der sich stark an den Halving-Events orientierte, wird zunehmend von einem neuen Faktor überlagert: dem wachsenden institutionellen Akzeptanz. Das, was wir 2026 erleben, ist nach Ansicht einiger Experten kein gewöhnlicher Bullenmarkt mehr, sondern eine Neuausrichtung von Bitcoin als globalen Makroasset. 2 On-Chain-Metriken untermauern diese Sichtweise. Erstens: Die Bitcoin-Reserven auf den Börsen befinden sich auf tiefstem Stand seit April 2018. Das bedeutet, obwohl der Preis immer noch hoch ist, ziehen Anleger ihre Coins von den Börsen ab, vermutlich um sie langfristig zu halten. Das kurzfristig verfügbare Angebot verknappt sich also systematisch. Ein klares Zeichen für starke Hodlverhalten. Und zweitens: Ein erheblicher Teil des gesamten Bitcoin-Angebots, laut einigen Quellen sind das rund 60%, wurde seit über einem Jahr nicht mehr bewegt. Hier handelt es sich also nicht um Daytrader, sondern um Langzeitinvestoren, die Bitcoin als strategisches Wertaufbewahrungsmittel sehen. Diese beiden Faktoren, sinkende Börsenreserven und eine wachsende Zahl an Langzeithaltern, führen zu einem Angebotsengpass. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert, wenn dieses knapper werdende Angebot auf eine potenziell steigende Nachfrage trifft. 2026 könnte also als Jahr in Erinnerung bleiben, in dem Bitcoin endgültig den Sprung von einem Nischenspekulation zu einem anerkannten Anlageklasse für große Geldverwalter geschafft hat. Der wichtigste Katalysator dafür sind die Spot-ETFs für Bitcoin. Seit ihrer Einführung haben diese ETFs eine betrachtliche Kapitalmenge angezogen. Allein die iShares von BlackRock hat sich zu einem der erfolgreichsten ETF-Starts aller Zeiten entwickelt und verwaltet Vermögen in Milliardenhöhe. Einige Analysten prognostizieren, dass die gesamte Zuflüsse in die Spot-ETFs bis Ende 2026 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten könnten, was jedoch eine sehr optimistische Schätzung bleibt. Diese ETFs erzeugen eine konstante Nachfrage, die oft auf
die Menge an neu geschafften Bitcoins übersteigen. Für Institutionen wie Pensionsfonds und Vermögensverwalter sind diese regulierten und liquiden Produkte eine einfache Möglichkeit, um in Bitcoin zu investieren. Auch wenn nicht alle Banken einige dieser Produkte auflegen, bieten immer mehr große Häuser wie Morgan Stanley ihren Kunden Zugang zu diesen ETFs an. Gleichzeitig bauen Unternehmen ihre Bestände auch weiter aus. Das Softwareunternehmen Strategy, was ehemals MicroStrategy war, hält mittlerweile über 762.000 Bitcoin und kauft auch während der Korrektur natürlich weiter nach. Wir stehen am Anfang einer breiteren Kapitalallokation in diesem Sektor. Wenn auch nur ein kleiner Teil des weltweit verwalteten Vermögens in Bitcoin fließen würde, könnten die Preiseffekte aufgrund des knappen Angebots erheblich sein. Wenn dir diese datenbasierte Analyse bisher geholfen hat, mehr Klarheit zu gewinnen, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du auf den Abo-Button klickst und auch die Glocke aktivierst. So verpasst du keine weiteren Analysen, die dir helfen werden, strategisch diesen Markt zu navigieren. Neben der institutionellen Adoption ist auch das makroökonomische Umfeld entscheidend. Einige Analysten verweisen auf historische Korrelationen zwischen der Einkaufsmanager-Index, das ist der PMI, ein Maß für die Wirtschaftsaktivität, und dem Bitcoin-Preis. In der Vergangenheit folgten auf Phasen mit steigendem PMI-Wert teils starke Bitcoin-Rallies. Aktuell befindet sich der PMI zwar in einem kontraktiven Bereich, doch viele Marktbeobachter achten genau auf Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, später im Jahr 2026, als möglichen positiven Impulsgeber. Gleichzeitig entwickelt sich die regulatorische Landschaft, die lange als Hindernis galt, zunehmend zu einem unterstützenden Faktor. In Europa schafft die MiCA-Verordnung einen klaren Rechtsrahmen. In den USA wird über Gesetze wie die Clarity Act diskutiert, um klare Zuständigkeiten zwischen den Aufsichtsbehörden zu schaffen. Auch wenn der Ausgang solcher Gesetzesinitiativen noch unsicher ist der Trend zu mehr regulatorischer Klarheit genau das, worauf viele institutionelle Anleger gewartet haben, um ihre Investitionen nun abzusichern. Basierend auf dieser Datenlage geben einige Analysehäuser optimistische Prognosen ab. Es ist aber wichtig zu betonen, dass dies spekulative Einschätzungen sind und natürlich keine Garantien. Das Analysehaus Bernstein hat beispielsweise ein Kursziel von 150.000 US-Dollar bis Ende 2026 bekräftigt und sieht den Höhepunkt dieses Zyklus sogar erst 2027 bei rund 200.000 US-Dollar. Auch andere Banken wie Standard Chartered haben Kursziele von 100.000 US-Dollar und mehr genannt. Allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen. Zahlreiche Analysten argumentieren, dass der Zyklushöhepunkt bereits 2025 erreicht wurde und wir nun am Anfang eines längeren Bärenmarktes befinden. Der Konsens ist also keineswegs eindeutig und die Meinung darüber, ob die aktuelle Phase eine Konsolidierung vor dem nächsten Anstieg oder der Beginn einer Abkühlung ist, gehen weit auseinander. Was bedeutet das nun alles für dich als Investor? Die aktuelle Korrektur ist schmerzhaft, keine Frage. Die fundamentalen Daten zeigen jedoch ein gemischtes, aber auch interessantes Bild. Es gibt starke Argumente für eine angebotsseitige Verknappung, die auf eine steigende institutionelle Nachfrage treffen. Gleichzeitig sind die Risiken natürlich real. Die hohe Volatilität wird uns kurzfristig immer noch erhalten bleiben. Das makroökonomische Umfeld ist weiterhin unsicher und auch regulatorische Entscheidungen können für Turbulenzen sorgen. Diese These eines institutionell getriebenen Superzyklus ist eine spannende, aber auch noch unbewiesene Theorie. Viele erfahrene Analysten halten im etablierten Vierjahreszyklus fest, was für 2026 eher eine vorsichtige Haltung naheliegen würde. Aus dieser Perspektive ist die aktuelle Marktlage weder eine garantierte Katastrophe noch eine einmalige Chance. Es ist vielmehr ein strategischer Moment, in dem man datenbasiert und ohne Emotionen handeln sollte. Es ist eine Gelegenheit, die eigene Position zu überdenken und die Strategie so zu entwickeln, dass sie zur eigenen Risikobereitschaft und zum langfristigen Anlagehorizont auch passt.
Hierzu habe ich auch letztens ein ausführliches Video gemacht, wie man ganz ohne Angst und Stress investiert. Schau doch dort gern mal rein. Ich verlinke es dir hier oben. Zusammengefasst stützt sich die optimistische Sicht auf 3 Säulen. Erstens, die institutionelle Adoption durch Produkte wie ETFs ist real und nachhaltig. Zweitens, die makroökonomischen Indikatoren werden genau beobachtet und könnten sich im Jahresverlauf zum Positiven wenden. Und drittens, das auf den Börsen verfügbare Angebot von Bitcoin verknappt sich immer weiter. Lass dich also nicht von kurzfristiger Panik von einem klaren, langfristigen Blick auf die Fakten ablenken. Das Hauptevent dieses Zyklus könnte uns durchaus noch bevorstehen. Aber das ist nur eine datenbasierte Analyse. Mich interessiert gern deine Meinung. Was denkst du dazu? Stehen wir am Anfang eines wahren Bullruns und diese Korrektur ist nur eine weitere Chance? Oder ist jetzt maximale Vorsicht geboten? Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gern ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.